Herzlich willkommen zurück zu Path of Exile 2. In dem heutigen Video geht es um die Frage, wie du das meiste aus deinen Zitadellen-Runs herausholen kannst. Mit anderen Worten, wie du möglichst viele Fragmente von den Endbossen erbeuten kannst. Denn das ist das, was am Ende den größten Gewinn abwirft, was du ganz einfach umtraden kannst. Vor dem Patch war es relativ schwierig, die einzelnen Zitadellen überhaupt zu finden. Es gab viele verschiedene Theorien, einige davon waren totaler Quatsch, andere wiederum waren ganz brauchbar. Das ist aber mittlerweile alles obsolet geworden, denn GGG hat gesagt, wir geben euch einfach Marker als Indikatoren, wo eine Zitadelle zu finden ist. Hier könnt ihr zum Beispiel eine Steinzitadelle sehen und ihr seht direkt daneben den roten Marker, die rote Leuchtsäule, die zeigt, dass dort der Wegpunkt für die Zitadelle ist. Das Schöne ist, das funktioniert nicht nur, wenn man sie erst aufgedeckt hat, nein, das Ganze ist auch im Nebel des Krieges zu sehen. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter nach oben, dann sehen wir hier oben schon eine orangene Lichtsäule. Hier hat sich eine Kupferzitadelle versteckt, die kann ich dann auch ganz einfach ansteuern. Und noch weiter oben seht ihr hier bereits aufgedeckt eine Eisenzitadelle mit einer blauen Lichtsäule. Das heißt, es gibt 3 verschiedene Zitadellenarten und 3 verschiedenfarbige Marker, die auf der Atlaskarte zeigen, wo die Dinger zu finden sind. Schauen wir uns nun einmal an, was die einzelnen Fragmente überhaupt wert sind. Obwohl es seit dem Patch viel leichter ist, die Zitadellen zu finden, sind die Preise der einzelnen Fragmente nicht in den Keller gegangen. Wir haben hier zum Beispiel das Faded Crisis Fragment, 220 Exalted Orbs, also nicht ganz 2 Divine, aber immer noch nah dran. Wir haben das Weathered Crisis Fragment mit 155 Exalted Orbs. Und wir haben das Ancient Crisis Fragment mit 174 Exalted Orbs. In der Summe ist das Ganze also immer noch sehr lukrativ, vor allen Dingen, wenn du die Zitadellen viel schneller findest und dadurch viel mehr Fragmente erbeuten kannst. Die Frage, die nun noch bleibt, ist, wie du die Anzahl der Fragmente erhöhst, die bei einem einzelnen Run tatsächlich droppen. Der einzige wichtige Faktor auf der Map dafür ist die Waypoint Drop Chance. Grundlegend gilt dabei, je höher diese Drop-Chance, desto höher ist die maximale Anzahl an Fragmenten, die von dem Boss potenziell droppen können. Jetzt gibt es dabei aber ganz wichtige Breakpoints zu beachten, also Schwellenwerte, die du überschreiten musst. Wir haben hier zum Beispiel einmal den Schwellenwert bis 299%, da wirst du auf jeden Fall ein Fragment bekommen. Sobald du da drüber gehst, bis 599%, wirst du 2 Fragmente finden. Zwischen 600 und 1199% wirst du 3 Fragmente kriegen und über 1200% wirst du 4 Fragmente bekommen. Das ist aber, muss man direkt sagen, super schwer hinzubekommen. Da gibt es ein paar Tipps und Tricks für, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Die Frage ist ja, wie erhöhen wir jetzt also die Waypoint Drop Chance? Grundsätzlich erhöht die sich, je mehr Suffixe, also Eigenschaften, die die Kartenschwierigkeit erhöhen, auf deiner einzelnen Karte sind. Grundsätzlich hat ja jede Karte 6 Modifikationsmöglichkeiten. Wir haben 3 Präfixe und 3 Suffixe. Und dass diese jetzt 6er, die du hier siehst, das ist das Resultat eines glücklichen Wahlorb-Einsatzes. Wahlorbs können verschiedene Dinge mit Karten machen, verschiedene Dinge auslösen. Und eine Möglichkeit ist eben, dass die Karte nur noch 6 Suffixe hat. Das sind die Karten, die dann schon für sich genommen über 600% vielleicht Waypoint Drop Chance haben und die sind extrem wichtig, wenn du möglichst viele Fragmente bekommen möchtest. Bei dieser Karte gibt es allerdings ein Problem, das ist mir auch am Anfang nicht klar gewesen. Du musst für die Zitadellenbosse eine Tier 15 Karte nehmen. Diese ist eigentlich sehr schön, aber leider eine Stufe zu niedrig und damit unbrauchbar für das, was ich dir hier eigentlich zeigen will. Also machen wir uns jetzt einmal an die Arbeit und craften eigene Karten und hoffen dabei mal auf ein gutes Resultat. Das Ziel ist nun also, dass wir Karten generieren, die in der Summe 6 Eigenschaften haben, also 3 Präfixe und 3 Suffixe. Dabei müssen wir auch am Ende einige Exalted Orbs einsetzen, um alle auf die Maximalzahl zu bringen. Im letzten Schritt kommen dann die Wahlorbs zum Zuge und wir hoffen, dass wir den Jackpot ziehen und eine Karte mit 3 Präfixen und 3 Suffixen zu einer verwandeln, die nur noch 6 Suffixe hat und damit eine hohe Waypoint Drop Chance. Hier ist es uns nun geglückt und wir haben eine Tier 15 Karte, die über 600% hat und diese ist auf jeden Fall direkt für den Einsatz geeignet. Du musst natürlich darauf achten, dass bei 600% die Karte wirklich schwierig wird, dein Bild muss also mit den neuen Herausforderungen umgehen können. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja alles schön und gut, 600%,
Aber vorhin hast du was von Schwellenwerten von über 1200% gesagt. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich hier maximal 600 bis 700% vielleicht mit ganz tollen Karten hinkriege? Und da kommt dein Atlas Skill Tree ins Spiel. Hier empfehle ich dir unbedingt Grueling Journey zu nehmen. Wenn du 6 Modifikationen auf deiner Karte hast, dann bedeutet das nichts anderes, als dass all deine Modifikationen um 12% jeweils erhöht werden. Das heißt, jeder einzelne Suffix, der ja dann die Drop Chance erhöht, um 12% gesteigert wird. Und das ist genau das, was du willst. Der nächste wichtige Perk ist Unstable Energies. Hier hast du eine 50% Chance, dass deine Suffix-Modifikationen um 25% gesteigert werden. Zum Abschluss möchte ich mir einmal mit euch zusammen die Tablets angucken. Hier möchtest du die benutzen, die die Anzahl an Waystones erhöhen, die in deinen Karten droppen. Das Ganze geht bis 20%, du kannst dich aber auch mit weniger zufrieden geben. Das ist etwas, was du relativ schnell selber craften kannst. Dazu gehören dann natürlich auch auf dem Atlas Skill Tree 2 Perks, die du auswählen kannst. Das ist aber wie gesagt nur wichtig, wenn du mit den Towern und den Tablets spielst. Ich persönlich farme die Zitadellen immer ohne die Tower zu benutzen, da ich die nach wie vor für meine Magic Find Geschichten brauche und mir das Spielen von Breaches nebenbei viel mehr Spaß macht, als alles nur auf die Zitadellen auszulegen. Zum Abschluss ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass du nicht immer garantiert 4 Fragmente aus den Runs kriegen wirst. Das heißt, du wirst nicht verlässlich über 1200% gehen. Das hängt, wie du gerade gesehen hast, zum Beispiel davon ab, ob gewisse Perks von deinem Atlas Tree aktiviert werden, wenn du die Karte öffnest oder eben nicht. Aber du kannst ziemlich viel dafür tun, dass du verlässlich 3 Fragmente bekommst. Das ist kein Problem. So, das war's jetzt aber auch. Ich hoffe, das Video war für dich sehr hilfreich, dass du was dazugelernt hast. Wenn du magst, kannst du mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen oder einen Kommentar und mir schreiben, wie du das Video fandest. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Zitadellenfarmen. Macht's gut!